Herzlich willkommen bei Smart Home TV. Wir haben heute Lasse bei uns. Lasse hat sein Smart Home mit KNX realisiert und wird uns heute First-Hand Informationen geben, wie es beim Bau lief, wie es überhaupt dazu kam, ob er happy ist und ja, so ein bisschen auch aus dem Alltag berichten. Lasse, sei so gut und nimm uns ein bisschen mit. Hi, grüß dich. Nimm uns ein bisschen mit und erklär uns mal, was du da für ein Haus hast. Wie war das im Bauprojekt? So ein paar Hard Facts dazu, dass wir uns ein bisschen was vorstellen können. Ja, also wir haben gebaut. Der Bau ging los im Juni 2020, genau, sorry. Und ja, war ein Jahr Gebauzeit, sind dann 2021 eingezogen, also sind jetzt da schon ein bisschen mehr als ein Jahr in diesem Haus. Und ja, also vom Innen ist es sehr offen gestaltet, wenn man sich das jetzt so ein bisschen vorstellt. Also so ein Stockwerk nur als Beispiel ist jetzt Wohnraum, Küche und Esszimmer in einem Raum, also ein ganzes Stockwerk. Klar gibt es noch eine kleine Abstellkammer, Gästeklo, aber so das ist halt sehr offen. Man kann eigentlich einmal in diesem Stockwerk zum Beispiel einmal durchs Haus blicken, dass man sich so vielleicht ein bisschen vorstellen kann. Vielleicht als Hinweis hier, wer sich da noch ein paar Eindrücke holen will, ihr seid auf Instagram und das Haus kann man da sehr schön sehen. Die Seite heißt The Concrete Dream. Es ist ein Betonhaus, wie gesagt, komplett schwarz und die großen Fensterfronten. Ich hatte das Glück, selber schon da zu sein. Es ist sehr beeindruckend, lohnt sich mal reinzugucken. Lasse, Genau. und jetzt habt ihr ein KNX Smart Home. Wie kam es denn dazu, mal grundsätzlich zu sagen, ich möchte ein Smart Home, wie habt ihr euch an das Thema genähert? Ja, wie kam es dann zur Entscheidung? Ja, ich habe so ein bisschen so eine Affinität zu dieser Technik, bin da zwar trotzdem Laie, aber es interessiert mich. Und man hatte mir dann gesagt, wenn ich dann mal baue, dann baue ich ein Smart Home, wo ich mehr Sachen steuern kann, um mir auch mein Leben ein bisschen zu vereinfachen. So kam es eigentlich, dass wir gesagt haben, oder ich habe dann zu meiner Freundin gesagt, komm, wir machen Smart Home, das ist gut. Dann hat sie gesagt, jo, ist dein Ding, mach ruhig. Wie es dann immer so beim Hausbau ist, gibt es dann irgendwann eine Kostenberechnung und hat dann immer nur so als Input von allen möglichen, wie man sich auch eingelesen hat, KNX, ja, rechne mal 20.000, 30.000 Euro mehr. Okay, dann halt leider doch nicht. Mhm. So war es mal am Anfang. Und wie ich schon gesagt hatte, wir haben ja sehr, sehr offen gestaltet, das Haus. Und dann war nachher mein Elektriker war nun glücklicherweise auch KNX, ich weiß nicht, wie man es gerade nennt, Integrator, und hatte dann darauf hingewiesen, warum nehme ich denn nicht KNX? Dann habe ich gesagt, ja gut, das ist mir zu teuer. Und dann sagt er, ja, aber ihr habt ja sehr offene Räume, ihr wollt so viel dimmen, was euer Anspruch anscheinend ist, sehr viele Lichtquellen, ihr werdet viele Schalter, Batterien haben an den Wänden, wenn man jetzt hochkommt. Ich muss dann ja Jalousien haben, die muss ich steuern. Ich muss die Heizung steuern. Ich muss eben die ganzen Lichtquellen steuern. Da blickt nachher keiner mehr durch. Und ich glaube, hat dann gesagt, ich glaube nicht, dass es viel, viel teurer wird bei euch, weil die Verkabelung halt einfacher ist. Ihr braucht keine 12 Schalter, ihr könnt es vielleicht mit einem Schalter realisieren. Lass mich das mal durchrechnen. Und so sind wir dann doch zu KNX gekommen, weil es kostenseitig nachher dann doch lukrativ war. Ja, das heißt, der Impuls kam zum einen natürlich von euch, dass ihr gesagt habt, wir möchten ein Smart Home, aber dann doch die Beratung war dann doch am Ende essentiell, dass es dann tatsächlich umgesetzt worden ist. Man hört immer, dass es teurer ist. Es ist sicherlich auch so, dass man etwas investieren muss, aber es macht halt dann doch am Ende des Tages Sinn und gar nicht so viel aus, wenn man zumindest in individuellen Objekten wie jetzt bei euch, dass man ganz immer gegenrechnet und vor allem, wenn man später auch noch mehr machen möchte, hat man die Grundlagen dafür, die Basics einfach schon da. Und sag mal, sind wir einfach so auf KNX gekommen, aber warum denn eigentlich KNX? Was waren da für euch die Pro-Argumente, die euch dann, also nicht nur, dass der Elektriker zufällig KNX-Integrator war wahrscheinlich, da wird noch mehr dran hängen. Ja, also ich habe ja schon gesagt, Philips Hue und so hatten wir ja vorher schon. Natürlich kann man es auch irgendwie realisieren, aber ich habe dann immer gesagt, wenn man neu baut, möchte ich es natürlich auch, dass es jetzt nicht alles über Wireless unbedingt läuft. Wir haben auch viel, du hast es kurz erwähnt, ich habe es vorhin vergessen, Sichtbeton. Wir haben recht viel Sichtbeton, was auch heißt, da gehen nicht viele Strahlungen oft mal durch zwischen den Stockwerken. Und
Ja, sind eigentlich auf KNX, es gibt ja auch andere Hersteller, die ich jetzt nicht alle nennen will, aber das ist halt immer so, KNX ist ja ein Standard, das ist ja kein Hersteller, das ist ja ein Standard, den es ja schon Ewigkeiten gibt und man natürlich eine super Auswahl hat, auch ein Sortiment, verschiedene Hersteller und wird immer weiterentwickelt. Das war für mich schon ein Grund, jetzt nicht auf irgendjemanden anders, jetzt einen Hersteller zu gehen, weil immer das Risiko natürlich besteht. Erstens bin ich gebunden an bestimmte Produkte. Und wer weiß, wie es der Firma immer in Zukunft auch weitergeht. Gibt es auch große natürlich, aber sind sehr, sehr schnell auf KNX gekommen, weil dieser Standard halt schon lange gibt und auch viele Möglichkeiten gibt nachher. Ja. Wenn wir jetzt Möglichkeiten schon angesprochen haben, was macht ihr denn gerade alles smart bei euch in eurem Betonhaus? Was gibt's dafür? Was habt ihr für Funktionen, für Szenarien vielleicht umgesetzt? Nimm uns doch mal ein bisschen mit durch euren smarten Alltag. Ja, also wir haben grundsätzlich natürlich viel, natürlich Licht und auch Steckdosen geschaltet. Wenn du sagst jetzt so, was steuern wir da als Beispiel, natürlich können wir damit Lichtern machen, klar, und dimmen, das ist klar, was so ein bisschen so Sonderfunktionen, die man natürlich realisieren kann, ist, wenn wir zum Beispiel in die Haustür kommen, können wir auf dem Schalter, also eine Coming-Home-Funktion, die ich drücke, da geht ein bestimmtes Grundlicht im gesamten Haus an. Also ich habe den Flur an, ich habe die Treppenaufgänge sind schon mal an und in dem Wohnraum sind so ein paar Lichtquellen an, die jetzt mal ein Grundlicht geben. Das ist einmal eine Funktion, dass ich nicht überall jetzt schalten muss, sondern gleich mal mit im den ganzen Haus, wo ich mich unterm bewegen Arm nach werde. Hause kommt, ne? Genau. Ja. Genauso haben wir natürlich, wenn wir aus dem Haus gehen, was wir sehr nutzen, was es einfacher macht, eine Leaving Home Funktion, die einfach alles abschaltet, was nicht an sein muss zu dem Zeitpunkt. Oder ich habe im obersten Stockwerk das Licht vergessen auszumachen, muss ich halt nicht rausrennen. Oder ich kriege es vielleicht auch gar nicht mit, ja, es brennt dann einfach. So bin ich sicher, dass ich, wenn ich rausgehe, den Knopf drücke, ist alles aus, was aus sein soll. Ja. Was Ähnliches haben wir auch realisiert im Schlafzimmer. Da gibt es dann sozusagen eine Good-Night-Funktion. Das heißt, am Bett bleiben zwar die Lichter, die wir dort haben, an, aber der Rest geht komplett im Haus aus und zum Beispiel unsere ganzen Jalousien im gesamten Haus und Rollläden von den Dachfenstern, die gehen dann zu. Und, bei den Fenstern, wo die bestellt haben, haben wir die gleich uns liefern lassen mit Sensoren. Die haben wir noch mit eingebunden. Somit können wir auch sehen, auch wenn wir aus dem Haus gehen, haben dann so kleine Statusleuchten, die uns dann aufzeigen, sind noch irgendwelche Fenster in dem Haus offen. Mhm. Und das haben wir auch realisiert, um das dann einen Überblick zu haben. Wenn wir aus dem Haus gehen, haben wir alles geschlossen oder nicht. Mhm. Und heizen tun wir mit einer Fußbodenheizung, haben wir ja im gesamten Haus. Das steuern wir da natürlich auch drüber. Also jetzt die Temperatur steuern wir bis jetzt drüber. Das haben wir realisiert. Natürlich ein paar Steckdosen haben wir geschaltet, wo wir uns überlegt haben, auch für unseren Weihnachtsbaum zum Beispiel, ja, dass die Beleuchtung, dass wir es darüber schalten können und jetzt nicht nochmal eine extra Zeitschaltuhr da in die Steckdose stecken müssen. Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr habt noch ein bisschen was vor. Könntest du uns da noch ein bisschen mitnehmen? Was plant ihr da? Was habt ihr da noch für Projekte für euch? Ja, Heizen war ja mal so ein Stichwort, was gerade kam. Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe bei uns, die auch sehr gut einbindbar ist in KNX. Des Weiteren ist noch geplant, eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen und da kann man natürlich auch mit KNX sehr, sehr viel machen, das zu steuern, Energiemanagement sozusagen zu machen fürs Haus, um zu sehen, wann brauche ich wo, wie viel Energie oder wie kann ich sie auch nutzen besser, da guten Überblick zu kriegen. Da sind wir langsam dabei, also erstmal abzugreifen, die ganzen Zählerstände, wo verbrauchen wir wirklich was im Haus und dann darauf reagieren zu können. Das ist ein großes Thema, was wir noch angehen wollen, weil das natürlich auch für die Zukunft, wir kennen es ja gerade immer, auch Energie recht teuer wird und wir wollen es natürlich so optimiert wie möglich nutzen.